Guten Morgen zusammen. Neuer Tag, neues Glück irgendwie. Schauen wir mal, was wir heute für eine Nachricht kriegen. Auswahl Orakel bedeutet, wir wählen uns, was für uns bestimmt ist. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin heute gut drauf. Ich habe schon Lieder aus den 80ern gehört. Irgendwie scheint es meine Jugendlichkeit zu beflügeln. Ja, jetzt schauen wir mal, was ich hier so kriege für uns. Das ist auch das, was Musik kann, ne? Es kann dich irgendwie in andere Zeiten sogar schwingen. Als man noch jung war und unterwegs und im Auto laut Musik, obwohl, das mache ich heute noch. Sehr zum Unwohl meiner Mitfahrer. Okay. Ups. So, ihr Lieben, wir nehmen noch eine Lenny und dann schauen wir mal, ob uns hier was Ansprechendes bevorsteht. So. Ich bin heute schnell und bei mir ist es klitzeklar, ich nehme den silbernen. Und wir gucken erstmal. Ja, das ist schon mal wunderbar. Wir haben hier Engelfest Jeremiel. Da geht es um die Begrenzungen, die man sich selber so auflegt. Ne? Das macht man eigentlich aus Angst, dass man nicht fehlschlägt oder versagt. Und hier geht es auch darum, dass man Möglichkeiten ins Leben lässt, die man nicht kennt, die man vielleicht auch nicht mal andenkt, weil man sie im Kopf nicht für möglich hält. Dann haben wir hier die Beziehungsdynamik. Es geht also vielleicht auch speziell hier darum, sich mal vorzustellen oder die Wege offen zu lassen, wie man eine Beziehung führen könnte, in Beziehung treten könnte, wo man drüber raus ist. Das hier ist ja das Butterfly-Orakel, das heißt, es ist natürlich auch Transformation pur. Wenn wir immer wieder Stadien durchleben, wo dann gewisse Themen dran sind, haben wir hier einfach die Beziehungsdynamik. Auch da nach Begrenzungen gucken, passt. Wow, wir haben Shanti, der Friedensengel, der sagt uns hier ruhigere Zeiten voraus, friedlichere Wege, bisschen mehr Sanftmut. Ja, und es geht ein bisschen in dieser Legung um eine neue Ordnung im Leben. Da scheint nicht nur das Beziehungsleben dazu zu gehören, sondern alles, wie man irgendwie den Alltag pflegt, wie man sich so bestimmte Muster angeeignet hat, Rituale, die man jeden Tag so macht. Und es geht auch darum, hier wieder mal straight auszumischen, wo man jetzt denkt, das brauche ich nicht mehr, das gebe ich weg oder das muss ich nicht nähren.
Lasst ihr ein bisschen mehr Humor Einzug in euer Leben und macht die ernsten Dinge so raus. Wenn du hier irgendwo überfragt bist in einer Situation, dann nicht vorschnell reagieren, sondern eher nochmal gucken, wo brauche ich mehr Info, wo handle ich vielleicht zu schnell. Und die Zeit ist von einem besonderen Zauber umgeben. Hier darf man mit göttlicher Magie und Wundern rechnen. Der Schlüssel dazu ist die Authentizität. Einfach so sein, wie man eben ist, weil das auch die Grundlage für die persönliche Kraft ist und weil das eben auch das in Resonanz zieht, was zu einem passt. So, dann haben wir hier schicksalshafte Menschen. Wir haben Menschen, die uns irgendwie was aufzeigen. Freundschaften, die wichtig werden. Schicksalspartner. Hier hinterfragt man vielleicht auch das Thema, was passt zu mir, was passt nicht zu mir. Man guckt in den Spiegel rein, ne? Man überlegt vielleicht auch, wer in meinem Umfeld, wir haben ja hier das Ausmisten wieder, gibt mir mehr Kraft, wer gibt mir mehr Schwere. Und ja, es ist erlaubt, sich davon wegzuhalten. Alles, was dir Drama ins Leben bringt, das braucht man nicht akzeptieren und auch nicht annehmen. Wie gesagt, alles, was ich hier sage, ist wie immer meine Meinung. Jeder von euch kann das anders sehen. Wir haben alle einen unterschiedlichen Hintergrund und deshalb auch unterschiedliche Wahrheiten und Grenzen. Hier sind zwei Vögelchen gekommen. Wir haben einmal den Kleiber. Ich komme in dein Leben und bringe dir Halt, Sicherheit und Schwung. Mach es dir gemütlich, denn du bist sicher getragen. Das haben wir hier schon. Ne? Fühl dich safe, hier kommen leichtere Wege. Lebe deine Einzigartigkeit und Größe, sei du selbst. Und die Amsel. Ich bin der Vermittler zwischen den Welten und bringe dir Optimismus und Lebensfreude. Ich helfe dir, dich von Altlasten zu trennen, das doppelt sich auch. Und ich öffne dich für Heiterkeit, damit du dein Leben wieder genießen kannst. Das entspricht in ungefähr diesem Gefühl, das ich heute Morgen hatte, nachdem ich mir meine Lieder der Jugend angehört habe. War ich ganz beschwingt und ich bin gerne offen dafür. Mein Leben darf beschwingt sein und ich auch. Das war unsere Seite. Dann gucken wir uns den roten Buddha an. Was kriegen wir hier? Raphael. Die Genesung. Der grüne Strahl. Der göttliche Wille auch, dass du irgendwie regenerierst. Also öffne dich dem Thema. Man kann auch schlechte Zustände, wie soll ich sagen, akzeptieren. Und hier ist ein bisschen Trauerarbeit vorgesehen, damit du da deine Emotionen von Verlusten vielleicht genesen lassen kannst. Ihr habt hier Lernen und sich weiterbilden, unterstützen, die Lebensaufgabe, das persönliche Wachstum. Möglicherweise ist man auch gerade in so einer Lernphase, wie man mit Trauer oder Verlusten umgeht. Hier hat man ja die Info, wir helfen dir, du bist in diesen Prozessen nicht alleine. Hier geht es darum, für sich einzustehen, die Dinge auszusprechen, die einem am Herzen liegen. Auch wenn du jetzt denkst, vielleicht fallen mir nicht die passenden Worte ein. Auf jeden Fall findest du die passenden Worte. Es kann auch sein, dass dich jemand bittet, vorzutreten, für andere mitzusprechen, Wortführer zu sein. Ja, hinstehen, aufstehen, für sich einstehen. Die Sachen, die einem wichtig sind, aussprechen. Ihr habt hier auch ein Pendant mit dabei. Wir haben die Trauerarbeit und die Zeit zum Spielen.
Also Leichtigkeit gegen schwere Gefühle, ein bisschen mehr Freude will einziehen und es geht vielleicht ja auch speziell darum, in einem Gefühl zu verharren, wo man denkt, man hätte vielleicht noch mehr zu erwarten an Verlust. Hier kommt die Karte und sagt dir, du bist geschützt, der Himmel schützt dich, deine Lieben und dein Eigentum. Und es kann ja sein, dass irgendwas in der Selbstständigkeit oder Unabhängigkeit ein Thema ist. Möglicherweise auch für alle, die im Beruf etwas vorhaben. Und wir haben das Reisen. Hier geht es darum, sich auf den Weg zu machen, vielleicht auch tatsächlich eine Reise zu unternehmen. So Wegpfeiler, auch so die Lichter, die man da sieht, sind für mich die Stationen, die man so durchgeht. Ja, und hier kann es schon um irgendwelche Verluste gehen, die man mit einem Partner hat oder ein Partner hat irgendetwas, an dem Verlustthemen dran sind. Möglicherweise geht es auch um Verluste aus der Vergangenheit, überhaupt um partnerschaftliche Themen, wo es darum geht, auch ziemlich unabhängig zu sein, zu werden oder zu bleiben. Das Alte gehen lassen, irgendwie kriege ich so mit. Das Neue reinlassen, auch dieses Go zum Genesen geben. So, die lieben Vögelchen, ihr habt den Kuckuck. Ich komme in dein Leben und bringe dir Heiterkeit, Gelassenheit und Vertrauen. Warte nicht länger, gehe los, erkenne deine alten Muster und überwinde sie. Lasse Neues entstehen. Ich glaube, dass das Orakel an die Leute geht, die irgendwo festhängen oder über einen bestimmten Punkt der Trauer nicht drüber kommen. Es können immer unterschiedliche Ursachen sein, aber hier kriegt man echt gesagt, komm, steh wieder auf, geh ins Leben, lasse Genesung zu, lerne damit umzugehen, aber verliere dich nicht darin. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag heute. Ich drücke euch bis morgen.